Willkommen in Quebec City, der charmanten Hauptstadt der Provinz Quebec. Die Stadt liegt in Kanada. Das ikonische Château Frontenac, das stolz auf den Klippen von Alt-Quebec steht, ist nicht nur ein Luxushotel, sondern auch ein Symbol für die reiche Geschichte der Stadt. Dieses architektonische Meisterwerk, das im Jahr 1893 erbaut wurde, ist eines der meistfotografierten Hotels der Welt, mit seinen markanten Türmchen und seinem schlossähnlichen Design. Das Château mit Blick auf den St. Lorenzstrom hat Könige, Berühmtheiten und Würdenträger beherbergt, was es zu einem Wahrzeichen der Eleganz und des kanadischen Erbes macht. Egal, ob Sie hier übernachten oder einfach nur seine Schönheit von unten bewundern, das Château Frontenac ist ein unvergesslicher Teil des Charmes von Quebec City. Besucher des Château Frontenac können viel mehr als nur das Hotel selbst erkunden. Machen Sie einen Spaziergang entlang des berühmten Terrasse du Ferin, der einen spektakulären Blick auf den St. Lorenzstrom und die Altstadt von Quebec bietet. Sie können auch an einer geführten Tour teilnehmen, um mehr über die reiche Geschichte des Schlosses und seine Rolle bei der Gestaltung der Kultur von Quebec City zu erfahren. Im Inneren des Hotels können Sie die atemberaubende Architektur mit der großen Lobby und den wunderschön dekorierten Zimmern genießen. Wenn Sie die lokale Küche kennenlernen möchten, sollten Sie in einem der feinen Restaurants des Hotels speisen, wo Sie französisch inspirierte Gerichte mit einer modernen Note genießen können. Ganz gleich, ob Sie für einen Kurzbesuch oder einen längeren Aufenthalt hier sind, das Château Frontenac bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die es zu einem Höhepunkt jeder Reise nach Quebec City machen. Alt-Quebec ist das Herz und die Seele der Stadt, wo die Geschichte an jeder Ecke lebendig wird. Als UNESCO-Weltkulturerbe ist es eines der ältesten und charmantesten Viertel Nordamerikas. Bei einem Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Straßen fühlt man sich in die Vergangenheit zurückversetzt, denn die wunderschön erhaltene Architektur und die Gebäude stammen noch aus dem 17. Jahrhundert. Das Gebiet ist in die beiden Hauptteile Upper Town und Lower Town unterteilt. In der Oberstadt finden Sie das majestätische Château Frontenac, das die Skyline dominiert und eines der meist fotografierten Hotels der Welt ist. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf den St. Lorenzstrom und die umliegende Stadt. Der Place d'Armes ist ein großartiger Ort, um die Landschaft zu genießen. Die nahegelegene Zitadelle bietet einen Einblick in die Militärgeschichte der Stadt. Die Unterstadt, auch Basse-Ville genannt, ist mit ihren engen Gassen, malerischen Geschäften und gemütlichen Cafés ebenfalls bezaubernd. Ein Muss ist der Place Royale, ein malerischer Platz mit traditioneller französischer Architektur. Das darunterliegende Viertel Petit Champlain ist voll von Kunsthandwerkerboutiquen, Galerien und charmanten Restaurants, die zu einer gemütlichen Erkundung einladen. Alt-Quebec bietet nicht nur schöne Straßen und Gebäude, sondern auch eine reiche Geschichte. Besuchen Sie das Ursulinenkloster, eine der ältesten Einrichtungen für Frauen in Kanada, oder das Museum der Zivilisation, das die vielfältige Kultur Quebecs zeigt. Alt-Quebec verbindet Vergangenheit und Gegenwart und bietet ein unvergessliches Erlebnis, sei es beim Schlendern, Besuchen historischer Stätten oder Genießen der lokalen Küche. Eine Boots- oder Fährfahrt auf dem St. Lorenzstrom bietet atemberaubende Ausblicke auf die Stadt, historische Wahrzeichen und die Natur. Ob Sie sich für eine entspannende Kreuzfahrt oder eine schnelle Fährfahrt entscheiden, beide bieten einzigartige Erlebnisse. Die Fähre von Quebec City, bekannt als L'Archipel, ist eine kurze und malerische Fahrt über den St. Lorenzstrom zwischen Alt-Quebec und Lévis. Sie bietet spektakuläre Ausblicke auf das Château Frontenac, den alten Hafen und die historische Architektur von Quebec City. Die Fahrt dauert etwa 10 Minuten und es gibt sowohl Innen- als auch Außensitzmöglichkeiten. In den wärmeren Monaten sind die offenen Decks ideal für Fotos oder frische Luft, während die Winterfahrt ein magisches Erlebnis mit schneebedecktem Blick auf die Stadt bietet. Die Fähre ist nicht nur praktisch, sondern auch eine denkwürdige Reise. In Lévis angekommen, können Sie die charmante Stadt mit ihren malerischen Straßen, Cafés und Parks erkunden. Für diejenigen, die ein längeres Erlebnis suchen, bietet eine Bootsfahrt auf dem St. Lorenzstrom eine noch eindrucksvollere Möglichkeit,
die Umgebung zu genießen. Mehrere Unternehmen bieten Kreuzfahrten mit einer Vielzahl von Optionen an, von Sightseeing-Touren bis hin zu Dinner-Kreuzfahrten. Von diesen Kreuzfahrten aus hat man einen fantastischen Blick auf das Château Frontenac, die Zitadelle und die Plains of Abraham. Sie können auch etwas über die Geschichte von Quebec City und ihre Rolle auf dem Fluss erfahren. Einige Kreuzfahrten bieten sogar die Möglichkeit, die Montmorency-Fälle vom Wasser aus zu sehen und dieses spektakuläre Naturwunder aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Ganz gleich, ob Sie den Fluss mit der Fähre überqueren oder eine Bootsfahrt machen, um die Gegend zu erkunden, beide bieten unglaubliche Aussichten und ein unvergessliches Erlebnis in Quebec City. Die Montmorency-Fälle, die mit einer Höhe von 83 Metern sogar höher sind als die berühmten Niagara-Fälle, bieten das ganze Jahr über einen absolut atemberaubenden Ausblick. Nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt gelegen, sind sie ein absolutes Muss für jeden, der die unvergleichliche Schönheit der Landschaft von Quebec erleben möchte. Während der wärmeren Monate haben Besucher die Möglichkeit, einen malerischen und entspannten Spaziergang entlang der zahlreichen Aussichtsplattformen und Brücken zu machen. Die beliebteste Möglichkeit, die Montmorency-Fälle zu erleben, ist vom Fuß des Wasserfalls, wo man den Nebel spürt und das Tosen hört. Ein aufregenderes Erlebnis ist der Aufstieg entlang der Treppe bis zum Gipfel, wo ein Panoramablick auf den Fluss wartet. Im Winter verwandeln sich die Fälle in ein spektakuläres Eiswunderland. Der gefrorene Wasserfall ist ein atemberaubendes Schauspiel aus Eis und Schnee, das Fotografen und Naturliebhaber anzieht. Die Bäume und Felsen sind mit Eis überzogen, was eine magische Winterszene schafft. Abenteurer können im Eiskletterbereich aktiv werden, während Geschichtsinteressierte das Château Montmorency mit seiner reichen Geschichte besichtigen können. Genießen Sie eine Mahlzeit oder ein Getränk im Restaurant vor Ort mit Blick auf die Fälle. Ob Sommer oder Winter, die Montmorency-Fälle sind ein wunderschönes Naturziel und eine der Hauptattraktionen von Quebec City. Ideal zum Wandern und Erleben der natürlichen Schönheit. Quebec City vereint Geschichte, Kultur und natürliche Schönheit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von den kopfsteingepflasterten Straßen der Altstadt bis zu den atemberaubenden Ausblicken auf den St. Lorenzstrom bietet die Stadt für jeden etwas. Ob das Château Frontenac, das charmante Viertel Petit Champlain oder die Montmorency-Fälle. Quebec City erobert jedes Herz. Das französische Erbe der Stadt zeigt sich in der Architektur, der Küche und der Kulturszene. Genießen Sie lokale Gerichte, einzigartige Souvenirs und die Gastfreundschaft der Bewohner. Jede Jahreszeit hat ihren Charme, von den Festivals im Sommer bis zur magischen Winterlandschaft beim Carnaval de Québec. Quebec City ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Île d'Orléans und zu den Montmorency-Fällen. Die Wasserfälle und Lévis bieten weitere Möglichkeiten, die Schönheit und Geschichte von Quebec zu entdecken. Ob für ein paar Tage oder länger, die Stadt hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Mit ihrem Charme und modernen Flair ist Quebec City mehr als nur ein Reiseziel. Es bleibt unvergessen. Wenn Sie Geschichte, Natur und unvergessliche Erlebnisse suchen, ist Quebec City der perfekte Ort. Danke, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Wir würden uns freuen, von Ihren Erfahrungen in Quebec City zu hören. Hinterlassen Sie Ihre Tipps, Empfehlungen oder Lieblingsorte in den Kommentaren unten. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Reiseführer und Inspirationen